Hey, geht schon los? Seid ihr bereit? Habt ihr Lust auf einen neuen Insight von mir? Dann lasst uns doch einfach starten. Wir haben jetzt, ich glaube Oktober haben wir jetzt, ne? Wir gehen langsam Richtung Jahresende, wo dann auch wieder die ganzen Mitarbeiterbeurteilungen bzw. beurteilende Führungskräfte anstehen. Und dafür haben wir uns heute, beziehungsweise habe ich mir heute ein Insight ausgedacht, was um das Thema 360-Grad-Feedback geht, wenn es darum geht, dass ihr Bedenken habt, dass Führungskräfte zum Beispiel an den Pranger gestellt werden. Das ist ein bisschen hart formuliert, aber ich denke, ihr wisst, was ihr meint. Dass ein 360-Grad-Feedback gut ist und die Wirkungsweise davon auch für die Führungskraft optimal ist. Das heißt, er kann sich persönlich und fachlich weiterentwickeln. Ich glaube, darüber müssen wir hier nicht sprechen. Das ist euch allen bewusst und das ist halt, denke ich, euch auch bewusst, dass das durch eine Online-Befragung relativ einfach und smart umzusetzen ist. Heute möchte ich mit euch eher darüber sprechen. Uns wird öfters mal, sage ich jetzt mal vorsichtig, leichte Bedenken geäußert, wenn ein 360-Grad-Feedback durchgeführt wird, dass halt die Mitarbeiter das als Kanal oder als Ventil nutzen, um den Führungskräften mal so richtig die Meinung zu sagen und die Führungskräfte mal so richtig an den Pranger zu stellen. Und das soll es ja nicht sein, sondern wir wollen mit dem 360-Grad-Feedback ja eine Verbesserung der Führungskraft erreichen, was natürlich dann auch übergeordnet für das Management und für die Geschäftsführung positive Effekte hat, aber auch untergeordnet für die Mitarbeiter an sich, weil nur wenn das Team harmonisch miteinander agiert, kommt natürlich auch die beste Leistung raus. So, deswegen, wir sprechen heute darüber, oder ich möchte euch 3 Tipps an die Hand geben, wie ihr das vermeiden könnt, wenn ihr Bedenken habt, dass die Führungskräfte an den Pranger gestellt werden. Der erste Tipp ist eigentlich ganz banal, kennt ihr alle, wird aber, glaube ich, nicht so oft umgesetzt, beziehungsweise nicht so, wie man sich das vorstellt. Ist wirklich relativ einfach. Offene Kommunikation. Genau. Ich habe jetzt unten noch geschrieben, in Vorbereitung. Das heißt also, hier geht es jetzt erstmal noch nicht darum, dass ich innerhalb der E-Mail-Einladung oder des Anschreibens halt da die offene Kommunikation meine, sondern es geht eher darum, dass die Kommunikation vorher von der Führungskraft mit dem Team stattfindet. Das heißt, wenn ich eine angespannte Situation habe oder wenn ich als Führungskraft das Gefühl habe, dass hinter meinem Rücken so ein bisschen gemauschelt wird und irgendwo leichte Diskrepanzen sind in dem Miteinander, dann kann das natürlich auch negative Auswirkungen auf die Beurteilung innerhalb des 360-Grad-Feedbacks haben. So, und wenn das da ist oder wenn die Bedenken da sind, dann würde es sich absolut empfehlen, dass die Führungskraft oder der Teamlead an der Stelle einmal zu seinem Team hingeht und halt im Vorfeld, bevor die Befragung startet, die Ziele äußert. Also dass er einfach mal wirklich sagt, okay, ich möchte das 360-Grad-Feedback als Instrument nutzen, um mich wirklich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Natürlich, jeder hat irgendwo seine Schwächen, wir sind auch auf Feedback angewiesen und wenn er das halt im Vorfeld klar definiert und auch offen definiert und auch wirklich dazu sagt, dass er das ehrlich meint und nicht nur einfach irgendwie, wir brauchen ein Loblied auf seine Leistung, wie toll er denn ist oder sie ist, dann gehe ich stark davon aus, dass halt die Stimmung, die die Mitarbeiter mitbringen in die Beurteilung, wesentlich konstruktiver ist, als wenn das nicht getan wird. Das wäre also der erste Tipp von meiner Seite, um die Führungskraft nicht an den Pranger zu stellen. Der zweite Tipp ist das Fragebogendesign. Fragebogendesign, ja. Was bedeutet Fragebogendesign in dem Fall? Und zwar, wir haben bei Easy Feedback auch eine Vorlage für ein 360-Grad-Feedback, was wir anbieten. Die habt ihr bestimmt schon gesehen und auch schon mal genutzt, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Da sind, glaube ich, 10 Themengebiete sind da Matrixfragen gestellt worden, wo halt die Führungskraft beurteilt wird an der Stelle. So, wenn wir jetzt uns nochmal in die Situation reindenken, dass wir sagen, okay, wir haben vielleicht Bedenken, dass dass das Feedback keine konstruktive Kritik ist. Dann kann man mit dem Fragebogendesign darauf natürlich noch ein bisschen Einfluss nehmen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Team mir gegenüber nicht unbedingt positiv gestimmt ist und der erste Frageblock, den ich stelle, der geht nur um meine persönlichen Fähigkeiten, also bin ich selber offen in der Kommunikation, bin ich selber kritikfähig und, also alles, was so meine persönlichen Skills betrifft. Und wenn ich das natürlich am Anfang stelle und ich habe ein Team, was mir gegenüber nicht so 100% positiv gestimmt ist, kann das natürlich sein, dass ich den Teilnehmer mit so einer Abfolge an der Stelle
schon so ein bisschen negativ da reinleite, sage ich jetzt mal, und er dann mit dieser Grundstimmung, die er hat, halt durch die ganze Befragung durchgeht. Wenn wir das jetzt umdrehen an der Stelle, dass wir zum Beispiel anfangen mit fachlichen Kompetenzen oder aber auch mit der globalen Denkweise, wie die Ziele vom Unternehmen verfolgt werden und an die Mitarbeiter weitergebracht werden, dann steige ich halt so ein bisschen anders ein in die Befragung und habe dafür und kann damit diese konstruktive Kritik am Anfang schon richtig einstellen, dass sie dann auch hinten raus bei den persönlichen Skills mitgenommen wird und dann wirklich auf neutraler Ebene gegeben ist. Also das ist der zweite Punkt, das meine ich mit Fragebogendesign. So, der dritte Punkt ist eigentlich auch relativ einfach, kennt ihr sicherlich alle, habt ihr auch schon öfters gehört von uns. Ich möchte ihn halt trotzdem nochmal ansprechen, weil das kann leicht übersehen werden, weil wenn ihr euch den Fragebogen oder wenn ihr den Fragebogen entwerft, müsst ihr ja auch immer in die Perspektive der Führungskraft oder halt auch des Mitarbeiters gehen und aus der Perspektive die Fragen schreiben. Und dann wäre hier einfach der dritte Punkt, ganz einfach, die Art der Fragestellung. Also ist wirklich relativ einfach, aber denkt da immer dran, wenn ihr die Fragen schreibt und wenn ihr auch die Beurteilungsstufen schreibt, wenn ihr eine Matrix benutzt oder ähnliches, dass ihr keine Negation einsetzt. Das heißt, anstatt zu sagen, das gefällt mir nicht, bis das gefällt mir sehr gut, könnte ich halt auch schreiben, trifft nicht zu, trifft absolut zu. So, und in diesem trifft zu und trifft nicht zu habe ich weniger Negation drin, als wenn ich irgendwie das Wort schlecht oder gefällt mir nicht benutze. Und das ist einfach nur eine ganz einfache Kleinigkeit, die ihr umsetzen könnt. Guckt einfach auf eure Fragen, guckt auf eure Beurteilungsstufen, ob ihr da negative Formulierungen benutzt und nehmt die da raus, weil durch die negativen Formulierungen erzeuge ich auch schon wieder so eine kleine Grundstimmung bei dem Teilnehmer, die sich dann durch die Befragung mitträgt. Genau, das war's. Es war nicht viel heute, aber 3 wirksame Tipps, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Führungskräfte an die Pranger gestellt werden könnten, wie ihr das 360-Grad-Feedback verbessern könnt, beziehungsweise einfach in die Richtung lenkt, dass es halt auch konstruktiv hinten rauskommt. An der Stelle, ich wünsche euch viel Erfolg mit eurer Befragung und wir sehen uns beim nächsten Mal.